Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, die Deepin Revolution 2024 ist vorbei, war ja am 23. bis 25. August. Wir machen jetzt quasi die Nachbereitung von den ganzen, also von der ganzen Show und haben uns natürlich einzelne Projekte rausgepickt, die wir uns mit euch nochmal gemeinsam anschauen wollen. Ja, ich weiß, für den einen oder anderen ist die Deepin Revolution nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und auch Giveaways haben ja einige von euch schon in unseren Gruppen geschrieben. Hätte mehr sein können, beziehungsweise Giveaways waren relativ schlecht, wenig Token, keine NFTs etc. Ja, wussten wir auch nicht, mal halt eben das erste Mal. Und fürs nächste Mal wisst ihr es auf jeden Fall. Informativ war die Deepin Revolution aber auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass der ein oder andere von euch da auch was mitgenommen hat. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, was ich ja schon in die Videobeschreibung bzw. den Titel reingepackt habe, ähm, also Quake Core, was wir uns gleich angucken werden, hier nochmal der Hinweis. Wir haben eine Telegram-Community, das sind aktuell schon 118 Member drin. Vielleicht sind es auch schon mehr mittlerweile, wir können mal aktualisieren. Ne, sind 118 Member, die auch quasi die gleichen Themen unterwegs sind wie ihr. Das heißt, die im Bereich Mining, IoT, Deepin oder Web3 unterwegs sind alle bei uns in der Gruppe drin. Kommt rein, tauscht euch aus. Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. CryptoStars TG ist halt eben unser Telegram-Name. Kommt mit rein, diskutiert mit anderen, mit Gleichgesinnten sozusagen oder Leute, die die gleichen Themen letztendlich wie auf dem Schirm habt. Also wir machen ja quasi IoT, Mining, Web3, Deepin-Geschichten. Also auch das Video, was ihr unter anderem seht. Ja, was gucken wir uns heute an? Quake Core. Also, das ist ein Projekt, was meines Erachtens nach von allen Projekten, die vorgestellt wurden, von allen Deepins, eins ist, was für mich persönlich also wirklich einen wirklich guten Use Case bildet und auch einen absoluten Mehrwert für alle. Ähm, ich saß jetzt mal relativ kurz meinen eigenen Worten. Es ist halt eben ein Erdbeben Frühwarn- bzw. Früherkennungssystem und ein dezentrales sozusagen, also ein Deepin, was es halt eben so noch nicht gab. Also das, was hier auf die Beine gestellt wird bei Quake Core, es gibt Seismographen, also es wird ja auf in vielen Instituten wird halt eben die Erdbeben werden halt eben gemessen, nur halt eben, das gibt es nicht dezentral. Und jetzt wird es dezentral gemacht mit QuakeCore, also die Website ist quakecore.com. Ihr könnt euch das mal in Ruhe anschauen. Ich packe euch das auch nochmal in die Videobeschreibung rein, beziehungsweise in den ersten Kommentar. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein bisschen genauer an, was das letztendlich ist. Ich habe es euch schon mal gesagt, wenn euch ihr im Englisch nicht so mächtig seid, im Chrome das Ganze öffnen, könnt ihr Rechtsklick übersetzen auf Deutsch und dann seht ihr das hier. Also ich habe es ja eben schon gesagt, Zukunft des dezentralen Erdbebenerkennungsnet. Also soll ein Netzwerk werden, Deepin kennt ihr ja, ist ja quasi dezentral, also jeder kann mitmachen. Ihr seht ja auch nochmal Pionierarbeit für das erste Blockchain-Projekt mit lebensrettendem Potenzial. Das ist ja ganz klar. Erdbebenfrüherkennung ist natürlich extrem wichtig. Ich will mal da ganz kurz mal in den Beitrag reinschwenken rüber, wenn man sieht hier in der Türkei zum Beispiel, Februar 23 war ein Erdbeben und 9 Stunden später noch ein größeres Erdbeben. Ihr seht das hier nochmal. Das gab es alleine schon 60.000 Todesopfer. Ja, und da ist halt eben so ein Frühwarnsystem extrem viel wert. Ich meine, ein Frühwarnsystem wird nicht alle retten können, das ist ganz klar, aber ich denke mal, die Todesopferzahl kann dadurch auch dementsprechend verkleinert werden. Frühwarnsystem heißt, ihr habt halt eben was im Haus, was euch warnt, ihr geht aus dem Haus raus, weil die meisten werden von eigenen Trümmern im Haus erschlagen sozusagen und das kann dabei helfen. Ja, entdecken Sie QuakeCore mit seiner bahnbrechenden Blockchain-Technologie, die Katastrophenhilfe revolutioniert und Leben rettet, ist klar. Wenn das Teil bei euch losgeht, aus dem Haus raus. Sozusagen, wie gesagt, meine eigenen Worte, bitte lest euch nochmal rein. Do your own research, ganz, ganz wichtig. Ihr seht hier nochmal die Key Features sozusagen, also schnelles Erdbeben, Deepin-Erkennungsnetzwerk. Kommen sogar mit einem eigenen Wallet. Das bedeutet, also es gibt auch Token und so weiter, gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Deepin-Daten zur seismischen Aktivitäten Echtzeit ist natürlich auch interessant, zum Beispiel für Universitäten und so weiter. Quake Core Krypto-Netzwerkbrücke, also Bridgen kann man auch. Quake Device Token-Belohnungssystem, das heißt, es gibt auch Geräte, die ihr quasi dafür braucht, um am Netzwerk teilzunehmen. Hier seht ihr nochmal ein Video dazu, könnt ihr euch auch nochmal Ruhe rein, also könnt ihr euch nochmal angucken, müssen wir uns jetzt auch nicht nochmal
reinziehen sozusagen. Hier ist nochmal das Erdbeben Erkennungsnetzwerk, darum geht es letztendlich und ich hatte es schon mehrfach gesagt. Also, Echtzeitüberwachung mit seismischer Aktivität mit IoT-Quake-Devices. Ich weiß noch nicht genau, so wie es aussieht. Wenn wir zum Beispiel mal gucken im Geräteshop seht ihr hier. So sehen die Teile in etwa aus. Ich habe irgendwo mal gelesen bzw. gehört, dass die ungefähr wie im Rauchmelder sind von der Größe her. Das heißt, das kann man relativ easy installieren. Ihr seht hier auch nochmal die Features. Also es gibt 2 Stück, also 3, also zweimal die Starter Quakes sozusagen, einmal weiß, einmal in schwarz. Dann gibt es den Quake Pro. Ihr seht hier auch nochmal quasi die ganzen Features, was das mitbringt, hier mit eSIM sogar. Könnt ihr euch in Ruhe reinziehen. Gibt es aktuell noch nicht zu kaufen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Order geht, findet ihr quasi das Device noch nicht dazu. Wird aber dementsprechend kommen. Da nochmal ein kleiner Hinweis in der Sache. Also es wird es einmal hier einen Shop geben, dann wahrscheinlich auch noch bei easynav.xyz. Hier werdet ihr wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, quasi das Quake-Device zu kaufen, was ihr braucht. Wird sich kostentechnisch, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich habe es auch nur bei uns in der Community gelesen, so auf um die 130 Euro einpendeln. Das ist, ich sag's mal so, für einen Deepin, was halt eben hier mit dem Deepin geleistet wird, meines Erachtens nach ein richtig guter Preis. Ja, und von daher denke ich mal, sind das relativ geringe Einstiegskosten. Genau, wir hatten es hier schon mal kurz angekaut, das Ganze. Also benachrichtigte Funktionen per App, Smartphone etc. Genaue Messung von Erschütterung, Vibration. Und hier seht ihr nochmal quasi Herzschlag der Sicherheit. Hier seht ihr nochmal die Key Features letztendlich. Echtzeit-Seismographie, ein Frühwarnsystem, hohe Empfindlichkeit, dezentrale Datenverarbeitung, benutzerfreundlich, Forschungsförderung, tokenbasierende Anreize. Es ist eine Deepin und es ist halt eben auch so, jeder, der jetzt bei Quake mitmacht, beziehungsweise Quake Core, kriegt halt eben wie ähnlichen anderen Systemen, ich nehme mal GeoDNet als Beispiel, dass ihr dabei seid, dass ihr quasi so ein IoT-Device, also so ein Quake Core Seismograph und Messer benutzt, kriegt ihr eine Belohnung dafür, also eine tokenbasierende Belohnung, die natürlich auch später in andere Kryptowährungen umgetauscht werden kann, beziehungsweise in Fiat-Währung über eine Exchange. Aber da sind wir noch weit entfernt, was das angeht. Das Projekt ist in den Startlöchern. Von daher, da wird sich vielleicht auch ein bisschen was ändern. Wie gesagt, lest euch das selber nochmal rein. Hier seht ihr nochmal die Anwendungsfälle, also die Use Cases sozusagen. Öffentliche Sicherheitsnotfallmanagement. Das wird nochmal hier erklärt für Behörden, die halt eben Warnungen rausgeben können, Evakuierungsbefehle herausgeben etc. Ist extrem sinnvoll, meines Erachtens nach. Ich meine, ob wir hier in Deutschland beziehungsweise hier in unserer Region wegen Erdbeben evakuiert werden, ich glaube es nicht. Das hat auch so ein bisschen was mit diesen Plattenverschiebungen und so weiter zu tun, aber ich bin halt eben da kein Geo-Experte. Schutz der Infrastruktur. Ihr seht auch nochmal, Quake kann halt eben so Infrastrukturen wie Gebäuden, Brücken, Dämmen und Kraftwerken eingesetzt werden. Das heißt halt eben auch zu gucken, okay, ist das sicher, ist es nicht sicher. Frühwarnsystem, ich denke mal, das wird halt eben auch das Feature schlechthin sein. Und natürlich Forschung und wissenschaftlichen Studien. Das heißt, Universitäten, Firmen haben die Möglichkeit, sich dann auch reinzukaufen in die Datensätze, um zu schauen, wo ist was los, sozusagen. Seismisch, um es mal so auszudrücken. Hier seht ihr nochmal das Ökosystem letztendlich, also über Smartphone-App. Die Smartphone-App wird dann halt eben auch Wallet gestützt werden. Das findet ihr, wenn ihr hier auf genau auf Verwenden geht, also Use quasi, die hier nochmal hier wird die Wallet nochmal erklärt. Also nehmt euch mal ein paar Minuten Zeit und guckt es euch letztendlich ran. Ja, also ich möchte euch jetzt hier nicht das Gelbe vom Ei versprechen, was das System angeht. Was mich aber hier überzeugt hat, ist zum einen der Use Case und was halt eben auch sehr interessant ist, viele haben schon mitbekommen. Lest euch mal die Namen durch. Also ihr seht hier Dr. Rüdiger Strack, Andreas Mattes, Danny Schmidt. Ja, das sind alles Leute. Hier sind sogar die Xing-Accounts verlinkt oder auch nicht mehr. Also zumindest waren hier die Xing-Accounts mal drin. Genau, ich sehe gerade, die haben was gemacht. Heute sah das noch ein bisschen anders aus heute Vormittag. Das heißt, das Entwicklungsteam sind Deutsche, beziehungsweise deutschsprachig, sind auch für andere Unternehmen tätig. Seht ihr hier nochmal in den Vitas. Und der Dr. Rüdiger Strack hatte auch zur Deepin Revolution, dächte ich da sein
Statement so abgegeben und wie gesagt, ein dezentrales Netzwerk aus Deutschland beziehungsweise in Deutschland entwickelt, finde ich ehrlich gesagt richtig gut. Und das wird halt eben meines Erachtens nach, könnte das DeepIn für 2024 beziehungsweise wir müssen eher in Richtung 2025 gehen. Halt eben das DeepIn, was halt eben auch ja, lebendrettend sozusagen ist. Ihr seht hier der Quake-Token, Quake Core Network Token. Hier ist der ICO geplant für den 15. September, ist zumindest das Ziel. Ich kann euch halt eben auch sagen, dass es halt eben sich manchmal verschieben kann, sowas. Ihr seht hier Quake Core Rewards, hier gehen 34% rein. Der ICO, dann haben wir das Quake Core Ökosystem, Liquidity ist klar, Staking haben sie ein bisschen was. Partnerschaften, Airdrop seht ihr hier, wird es auch geben. Public Sale 11,6%. Das heißt, das geht richtig vorwärts. Und natürlich auf Solana. Sehr gut, das hatte ich bis eben eigentlich gar nicht gelesen. Also ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen. Guckt es euch bitte an, quakecore.com. Ja, ihr findet halt eben die Devices hier unter dem Punkt. Wird nach aktuellem Stand um die 130 Euro kosten. Nagelt mich aber bitte nicht drauf fest, wenn es teurer wird oder irgendwas. Ihr könnt auch mal gucken, das White Paper ist auch schon da. Hier wird ein bisschen was dazu nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert, wieso das gemacht wird, etc. Tokenverteilung, etc. etc. Also guckt es euch bitte nochmal in Ruhe an. Das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, wenn wir uns jetzt das White Paper nochmal komplett reinziehen würden, sozusagen. Von daher bitte guckt es euch nochmal in Ruhe an. Hier seht ihr auch nochmal die Tokenomics sozusagen. Ja. Ansonsten, in meinen eigenen Worten ausgedrückt, geiles Projekt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es funktioniert. Wir sind auf jeden Fall dabei, wir gehen rein. Und ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis die Tage. Bis später. Ciao.